Digital transformation, big data, social media. We now have enough buzzwords to describe the digital revolution happening to our knowledge society and global markets. But what does this mean exactly for the paper, office supplies, and stationery sector? How do you develop from brick and mortar to online retail? What big opportunities does digitalization present for our day-to-day business, and what are the risks? Questions that seriously concern international trade visitors to Paperworld, as they do retailers and exhibitors. Also da ich ja von einer Beschaffungsplattform komme, die sehr digital ist, geht es immer mehr zum Paperless Office. Das stellen wir immer wieder fest, da entwickelt sich der Einkauf hin. Das ist natürlich auch was sich dann direkt und indirekt im Büromaterial auch widerspiegelt. Daher Digitalisierung ist für mich wahrscheinlich das größte Schlagwort. Das heißt, es geht immer mehr zu Verkäufen über das Internet. Und auch was die Geräte letzten Endes angeht, zu intelligenten Steuerung, zu Vernetzung. Das sind natürlich wesentliche Themen, denen wir uns auch widmen. Definitely, one of the things that we're looking into is customization through websites. For example, if you can create a platform for people to start designing their own products where you can manufacture it or print it and provide it to them in a short period of time, it's definitely something people are looking for. Ja, ich beschäftige mich jetzt nur am Rande mit E-Shop, aber für mich intern ist ganz wichtig, ich organisiere mich mittlerweile elektronisch von der Betriebsorganisation her, von daher ist es ein ganz wichtiges Thema. Also ganz klar, Digitalisierung der Lieferantenbeziehung ist ein Riesenthema bei uns. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren angefangen, unsere Rechnungen komplett digital zu gestalten. Das heißt, es wird keine Papierrechnung mehr rausgeschickt, sondern sämtliche Bestellungen werden elektronisch verschickt und die Rechnung dann digital wieder ins Unternehmen eingespielt. If you're interested in the digitalization of the paper, office supplies, and stationery sector, then Frankfurt is the right place for you. Paperworld explores this megatrend in detail with sector experts. How is the office world changing through the digitalization of our day-to-day life? Do we still need hole punches, stamps, and letter scales? Which new distribution channels are being created? What fresh ideas do startups have in the paper, office supplies, and stationery sector? And how is the political, social, and economic environment being transformed? Insiders to the paper, office supplies, and stationery sector can find answers to these questions in workshops, lectures, and special areas across the whole of Paperworld. Also das ganz große Thema, das Thema Nummer 1 ist Digitalisierung und Internet. Konsumenten wollen inzwischen online kaufen, nicht mehr nur sich informieren und das auch gerade in der jungen Generation, wir nennen sie gerne die Smart Natives. Ja, was können Händler tun, um sich darauf einzustellen? Ein ganz großes Thema ist Cross-Channel, das heißt Verknüpfung der Kanäle. Der Konsument möchte ein einheitliches, ganzheitliches Kauferlebnis. Mögliche Cross-Channel-Services sind Online-Verfügbarkeitscheck, ist Click and Collect beispielsweise. Zweites großes Thema ist Erlebnisse schaffen, Erlebnisse bieten stationär. Eigentlich eine Kernkompetenz des Einzelhandels, des stationären Einzelhandels. Hier gibt es mittlerweile eine Menge spannende Konzepte und da tut sich einiges. Und das Dritte kann ich nur empfehlen, sich mit Amazon zu beschäftigen und zu schauen, wie kann man mit Amazon leben, wie kann man von Amazon leben und gegebenenfalls, was sind die Strategien für mich selbst, für mich als Händler, um eben mit diesem Giganten, mit dieser Marktmacht umzugehen. Und dass wir einen mobilen Kanal haben, dass wir einen Internetkanal haben, das ist ja nichts Neues. Die Kunst liegt, diese Dinge miteinander zu verknüpfen, ein gesamtheitliches Marketingkonzept zu entwickeln, in der Direktansprache vom Kunden, Serviceportfolien drumherum aufzubauen. Das ist der große Unterschied. And the international manufacturers and retailers? They value the advance in digital knowledge that Paperworld provides at the beginning of each business year. New channels, new customers, new markets. For this reason, Frankfurt is an unmissable date for them at Paperworld. Number one, needless, there is no competition in the world. That is the mother show of the industry. So that is the top of the thing. There is no competition to Paperworld on this front. Though we have the Canton coming up very fast, but again that is more for a sourcing or a run-of-the-mill product kind of thing. But designing, innovation, it always comes from Frankfurt.